Hallo, liebe outdooraktiven Natur- und Geschichtsbegeisterten. Heute möchte ich die Erkenntnisse der bisherigen Episoden zur Besiedlung des Nordschwarzwald etwas genauer einordnen und schöne Wandermöglichkeiten aufzeigen. Nach dem Intro geht's in Nagold los. Heute wird es richtig spannend. Mit dem Blick auf das ehemalige württembergische Oberamtsgebäude starten wir in Nagold. Eine Tafel mit dem Nagolder Heimatlied. Weshalb nun also der Start in Nagold? Werfen wir hierzu einen Blick in Wikipedia. Zur Zeit der Franken entwickelte sich Nagold aus einer losen Hofsiedlung. Zur Entdeckungstour in Nagold empfiehlt sich der Siebenbergeweg. Die Ursiedlung also beim heutigen Friedhof. Jetzt wissen wir, dass die Ursiedlung Nagolds auch eine der ältesten im Nagoldtal war. Neben der Besiedlung der Stadt und des direkten Umfelds ging die Siedlungsbewegung auch in andere Richtungen weiter. Zum einen dem Fluss folgend in Richtung Wildberg und entlang einer alten fränkischen Heerstraße von Nagold ins Murgtal vorbei an Altensteigdorf. Was wir zwischenzeitlich auch schon wissen, ist die Tatsache, dass Altensteigdorf vor Altensteig entstanden ist. Der Blick auf die Stadtkirche und das Schloss. Neben der Gerberei auch die Flößerei für Altensteig von großer Bedeutung. Hier wurden die Floße eingebunden und bis Holland geflößt. Die Remigiuskirche in Altensteigdorf, vom Kirchspiel aus zwei wesentliche Siedlungsbewegungen. Schauen wir uns hierzu die Karte an. Zuerst entstand Altensteig und im Anschluss wurde das südliche Ende der Enz-Nagold-Höhen besiedelt. Jetzt noch ein Wandervorschlag für Altensteig zum Kapf durch das Böhmbach- und Zinsbachtal. In Wildberg kommt zum ersten Mal der Adel mit dem Klerus der Kirche in Berührung. Von Wildberg aus ging die Siedlungsbewegung in den Schwarzwald. Schauen wir auf die Karte. In einer ersten Bewegung ging es Richtung Effringen und auf den Höhen weiter Richtung Bulach.
Der Blick über Zafelstein, einst kleinste Stadt Württembergs. Burg um 1200 erbaut, war Ausgang der sogenannten Waldgänge zur Besiedlung des Umlandes bis nach Agenbach. Die Legende um Graf Eberhard II. Der Greiner besagt, dass derselbige bei einem Überfall aus Wildbad in Zafelstein Schutz fand und zum Dank der Stadt das Marktrecht verlieh. Uns wichtig waren die Siedlungsbewegungen im Umfeld der Burg und diesbezüglich die Waldgänge. Schauen wir uns diesmal auf der Karte an. Im Zusammenhang mit Zafelstein natürlich nicht zu vergessen die Gründung des Bades in Teinach und auch der Stadt Teinach. Die Wanderempfehlung für Zafelstein der Wasserwald- und Wiesenpfad. Calw, der Ursprung der Besiedlung des Nordschwarzwalds mit den Grafen von Calw. Dort oben am Schlossberg befand sich die Burg der Grafen, die Stadt um 1100 entstanden in enger Beziehung zum Kloster Hirsau. Die Grafen von Calw, auch die Stifter des Klosters von Hirsau. Eine erste Siedlungsbewegung von hier über Reichenbach, Würzbach ins Kalmbachtal. Hierbei wurden die Städte Kalmbach und Höfen gegründet, die ihre Abhängigkeit zu Hirsau behielten. Schauen wir uns auch diesmal auf der Karte an. Zur damaligen Zeit die Enz-Nagold-Höhen noch urwaldähnlich. Bad Liebenzell, gegründet auch um 1100, wie dem Hirsauer Kodex zu entnehmen ist. Die Burg Liebenzell als letzter Siedlungsquell vom Nagoldtal aus. Um die Umgebung in Bad Liebenzell zu erkunden, bietet sich der Erkinger Weg an. Die restlichen weißen Flecken der Enz-Nagold-Höhen vom Enztal aus besiedelt. Das sollen für heute die Ausführungen zu den Siedlungsbewegungen aus den Flusstälern gewesen sein. Im nächsten Teil geht es auf der Höhe weiter. Bis dahin bleibt gesund.